Hallo, in diesem Video schauen wir uns gemeinsam an, wie wir Artikeldaten in Xentral erfassen können. Dies machen wir, indem wir auf den Verkaufsreiter gehen und die Artikelübersicht öffnen. Über Neu legen wir ein neues Produkt an. Als Beispiel legen wir einfach mal ein T-Shirt an und geben in diesem Fall auch die Artikelnummer vor. Alternativ wird beim Speichern automatisch die Artikelnummer vorausgewählt. Die Artikelkategorie könnt ihr entsprechend anpassen, wenn sie im Modul Artikelkategorie bereits angelegt ist. Es eignet sich, einen entsprechenden Standardlieferanten zu hinterlegen, wenn ihr das Produkt immer beim selben Lieferanten bestellt. Zusätzlich gibt es natürlich verschiedene Beschreibungen wie die Artikelbeschreibung, welche immer auf allen Belegen vorhanden ist, oder aber auch der Kurztext, der auf keinem Beleg vorhanden ist. Hier seht ihr verschiedene Möglichkeiten, wie wir Freifelder einbinden können. Das sind Felder, die ihr komplett für euch an eure Zwecke konfigurieren könnt. Das können Checkboxen sein, es können Dropdowns sein oder einfach freie Textfelder. Weitere relevante Informationen sind beispielsweise die EAN bzw. die GTIN und welcher Hersteller die Ware produziert. Das kann später, falls ihr Dropshipping benutzt, durchaus relevant werden. Auf der rechten Seite findet ihr verschiedene lagerrelevanten Informationen, wie beispielsweise einen Standardlagerplatz. Das heißt, wenn ihr das Produkt immer an einem festen Lagerplatz habt, könnt ihr es vordefinieren, um euch später Arbeit zu sparen. Der Rest sind übliche Daten wie Mindestlagermenge für den Einkauf, das heißt für den Bestellvorschlag, ebenso wie die Mindestbestellmenge bei den Lieferanten, als auch Gewicht und die Maße. Das, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ihr unter Artikeloptionen den Lagerartikel markiert, sofern ihr einen Bestand pflegen möchtet. Denn ohne diesen Haken werdet ihr keinen Bestand pflegen können. Auf der rechten Seite findet ihr die Optionen Variante und Matrixprodukt. Die beleuchten wir jetzt nicht näher, dafür gibt es ein separates Video, aber die sind auf jeden Fall für das entsprechend relevant. Das, was unter sonstige Einstellungen sehr wichtig sind, ist die Chargenverwaltung, die Seriennummernverwaltung und die Mindesthaltbarkeitsverwaltung. Das bedeutet, hier müsst ihr definieren, wenn diese Produkte entsprechend betroffen sind, welche Nummern ihr quasi beim Ein- und Auslagern nutzen möchtet, / müsst. Die Umsatzsteuer legt ihr hier einmal global für dieses Produkt einfach einmal fest und damit funktioniert es dann auch im Regelfall ganz normal. Genau, ich gehe nicht tiefer auf diese ganzen Einzeleinstellungen ein. Hier gibt es auf jeden Fall vieles, was ihr entsprechend machen könnt und möchtet. Das, was wirklich sinnvoll ist, ist Stückliste und Just-in-Time-Stückliste. Das heißt, eine Stückliste besteht aus mehreren Komponenten. Das ist gerade im Produktionsbereich relevant. Und Just-in-Time-Stücklisten sind beispielsweise eine herkömmliche Geschenkbox. Das heißt, ihr verkauft einen Korb mit 2 Inhaltsstoffen beispielsweise. Und der Bestand von den beiden Bestandteilen wird ausgebucht und dieses Produkt hat einfach keinen Lagerbestand, weil es nur digital existiert. So, mit Speichern werdet ihr sehen, dass es hier oben noch viele weitere Reiter gibt, die wir jetzt einfach einmal kurz durchgehen. Es gibt auch entsprechende Unterreiter zum Teil. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, in den Online-Shops entsprechende Übersetzungen zu pflegen hierfür und hier auch die älteren Shop-Schnittstellen zu verknüpfen, als auch auf Artikelbasis die Möglichkeit zu haben, den Kontenrahmen zu hinterlegen. Der Textereiter ist genau dasselbe wie dieser Unterreiter hier, außer dass man quasi extra steuern kann, für welchen Shop das Ganze relevant ist. Unter Dateien können entsprechend Dateien hochgeladen werden, das heißt beispielsweise Bilddateien. Ich kann euch das einfach einmal simulieren, indem ich ein Bild hochlade, das dann auf Richtung Shop synchronisiert werden kann. Das heißt, wenn ich in die Detailübersicht gehe, sehen wir auch auf der rechten Seite eine Vorschau. Freifelder sind, wie gesagt, die kann man sich auch hier auf der Frontpage einblenden unter weitere Felder. Hier findet ihr sie aber global einmal aufgelistet. Es gibt insgesamt 40 Stück, die entsprechend verwendet werden können und die sind komplett frei konfigurierbar. Das findet ihr aber in den Grundeinstellungen und hier könnt ihr quasi nur die Werte pflegen, die für dieses Produkt eingetragen sind. Eigenschaften sind auch in einem anderen Video etwas mehr erklärt, aber hier könnt ihr einzelne Eigenschaften fürs Produkt hochladen, beispielsweise welche Farbe sie hat. Das heißt, ich könnte hier sagen, Eigenschaft ist Farbe und das ist schwarz. Das heißt, wenn ich ein schwarzes T-Shirt habe, wäre das optimal und zusätzlich noch beispielsweise die Größe. Der Unterschied zwischen Eigenschaften und Freifeldern liegt darin, dass Freifelder immer fest vordefiniert sind und für alle Artikel gelten. Das heißt, es gibt 40 Freifelder, die einmal konfiguriert werden. Das heißt, man könnte beispielsweise bei Freifeld 1 eintragen Gebindegröße,
Das würde bedeuten, dass bei jedem einzelnen Produkt, welches ihr in Xentral pflegt, das Freifeld 1 die Gebindegröße darstellt und hier nur im Wert die Gebindegröße angelegt werden sollte. Eigenschaften sind hier deutlich flexibler, denn Eigenschaften sind pro Artikel unterschiedlich und können frei definiert werden. Das heißt, es gibt keine Festlegung der Eigenschaften wie bei den Freifeldern, sondern diese sind frei wählbar. Arbeitsanweisung und Funktionsprotokoll ist nur für Produktionsartikel relevant. Das bedeutet, diese können dann vom Artikel in die Produktion vererbt bzw. übertragen werden. Da werden wir jetzt nicht näher drauf eingehen, das ist dann später relevant. Der Artikelbaum muss grundsätzlich einmal im Modul Artikelbaum konfiguriert werden und dann kann er entsprechend auch verwendet werden. Das heißt, Bearbeitung aktivieren, dann einfach die entsprechenden Kategorien setzen und die Bearbeitung deaktivieren und schon ist das Ganze gespeichert. Auch das lässt sich entsprechend mit einem CSV-Import importieren, wie auch die meisten Informationen hier im Detailreiter und beispielsweise die Texte. Das, was wirklich sehr wichtig ist der Einkaufsreiter. Das bedeutet, hier pflegen wir die Einkaufspreise etc. pp. Dafür ist auch gerade hier die Standardlieferant-Angabe sehr wichtig, weil wenn ihr das hier einmal angibt, kann ich das einmal zeigen. Das heißt, wenn ihr einen neuen Einkaufspreis oben rechts anlegen möchtet, könnt ihr hier einmal einen Standardlieferanten definieren, wenn ihr es das erste Mal macht. Alternativ müsstet ihr jetzt hier aus der Liste aller eurer Lieferanten was raussuchen. So kann ich einfach Standard laden klicken und schon habe ich alle Informationen drin, die ich benötige. Das, was wirklich wichtig ist, ab Menge bedeutet, ab welcher Menge dieser Stückpreis gültig ist, den ihr angibt. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal 10 € für das T-Shirt im Einkauf, ab Menge 1. Und genau über diese Logik kann man sich auch Staffelpreise aufbauen. Das bedeutet, ich kann sagen, ab Menge 5 kostet mich das Produkt nur noch 9 €. Genau, Standardlieferant laden entsprechend, ne? Nicht vergessen. Das heißt, ab Menge 5 habe ich entsprechend den Preis 9 €. Ab Menge 1, das heißt, zwischen Menge 1 und 4 bestellen, sind es 10 €, ab Menge 5 sind es dann 9 €. Das kann man beliebig weit staffeln, wie man möchte. Und auch diese Staffelungen funktionieren auf Verkaufsseite, das heißt auch für Kundenpreise. So, Kalkulation ist auch für den EK relevant. Das bedeutet, hier kann man sich den kalkulierten Einkaufspreis anlegen. Das heißt, man kann den Einkaufspreis, also in diesem Beispiel 10 € nehmen und Zollgebühren, Logistikkosten etc. pp. Damit reinkalkulieren, um mit dem kalkulierten Einkaufspreis zu rechnen, wenn man in die Lagerbestandsbewertung geht. Und dann sind wir auch im Verkaufsreiter. Das bedeutet hier, gegenüberstellen zum Einkauf, legt ihr hier die Verkaufspreise an. Das heißt, hier habt ihr ein neuer Verkaufspreis die Möglichkeit, Standardpreise anzulegen. Das heißt, wenn ihr den oberen Bereich hier komplett ignoriert, das heißt, ich sag mal, ab Menge 1 ist unser Standardpreis 25 € beispielsweise. Das heißt, hier hättet ihr jetzt nur den einzelnen Standardpreis, wie ihr hier seht. Da kann man jetzt noch eine entsprechende Staffelung reinbringen. Das heißt, ab Menge 5 kostet das Produkt 22 € beispielsweise. Und zusätzlich gibt es nicht nur Standardpreise, sondern natürlich auch Kunden- und Gruppenpreise. Das bedeutet, wenn ihr einen neuen Verkaufspreis gebt, könnt ihr hier meinem Kunden Titus Tester einen besonderen Preis geben. Das heißt, ab Menge 1 soll er nur 15 € bezahlen, weil er ein extrem guter Kunde von mir beispielsweise ist. Dieselbe Logik gibt es auch für Gruppen. Das heißt, hier oben müsstet ihr nur auf Gruppe wechseln und dann habt ihr entsprechend die Gruppen hier zur Auswahl, welche ihr im gleichnamigen Modul Gruppen auch angelegt habt. So, das heißt, hier können Sie einige Preise füllen. Das heißt, hier kann man dann auch nach beispielsweise Kundenname, Gruppenname oder nach Standardpreis suchen, wenn man es genau haben möchte. Meistens empfiehlt es sich auch mit dem gültig ab und dem gültig bis zu arbeiten, zumindest wenn sich regelmäßig eure Preise ändern. Im Statistikreiter seht ihr einfach eine komplette Statistik, was von diesem Produkt entsprechend verkauft wurde. Das bringt hier noch nichts, weil ich es neu angelegt habe. Das heißt, ich habe keine Belege, die man hier sehen kann. Zusätzlich gibt es den Lagerreiter, der ist sehr wichtig, der taucht auch nur auf, wenn ihr hier vorne im Detailreiter den Haken bei Lagerartikel habt. Wenn ihr diesen nicht habt, kann ich euch einfach einmal zeigen, dann habt ihr hier oben den Lagerreiter auch einfach nicht mehr nach der Statistik. Deswegen ist es sehr wichtig, dass der immer gesetzt ist, was auch mit einer Stapelverarbeitung funktioniert. Das heißt, wenn ihr es mal vergesst, müsst ihr es nicht in jedem Artikel händisch hinterher pflegen.
Das heißt, im Lagerreiter sehen wir entsprechend auch, wie viel Produkt wir aktuell im Bestand haben, was für Reservierungen ihr habt, in welchen Aufträgen das drinsteckt, Produktion, Bestellungen und generell die Bewegungen. Ihr könnt hier auch rüber direkt einlagern, umlagern oder auslagern. Ich habe jetzt natürlich hier am Anfang auch einen Standardlagerplatz angelegt, deshalb, ist der hier auch vorgeschlagen. Das heißt, da kann man sich wirklich am Anfang sagt, 'n bisschen Arbeit sparen, einfach raufklicken, ist das Ding drin, Menge anpassen, wie viel man einlagern möchte und weiter. Falls ihr MHD, Chargenware oder Seriennummernprodukte habt, würdet ihr hier natürlich noch nach den entsprechenden Nummern gefragt werden. In dem Szenario gibt es dann oben auch noch weitere Reiter. Das heißt, da sieht man dann die entsprechenden Bewegungen von den MAD und welche man noch entsprechend am Lager liegen hat. Genau, die Verfügbarkeit ist einfach eine tabellarische Ansicht, die Aufträge beziehungsweise die Bestellungen mit beachtet. Da könnt ihr einfach mal ein paar Sachen austesten, um es mal anzusehen, ob das für euch veranschaulichbar ist. Über Etikett könnt ihr entsprechende Etiketten drucken. Das bedeutet, wenn ihr an eure Produkte 'n Barcode rankleben möchtet, damit ihr beispielsweise die GTIN bzw. die ERN scannen könnt, könntet ihr das hier entsprechend direkt ausdrucken. Einfach Drucker auswählen, Etikett also, es gibt 'n Standardetikett, ansonsten könnt ihr es im Etikettenmodul anlegen und dann einfach drucken und dann kommt das Ding entsprechend raus. Genau. Bestellung zeigt einfach eine Übersicht, in welchen Bestellungen das Produkt drinsteckt, beziehungsweise steckt T. Also, da seht ihr eine Gesamtübersicht von allen Bestellungen. Ich habe hier keine, deswegen sieht man nichts. Und hierzu gibt es natürlich auch das Pendant der Belege. Das heißt, hier sieht man alle Belege und nicht nur die Bestellungen, sondern Auftrag, Bestellung, Lieferschein, Rechnung, alles, was es so gibt. Das heißt, man kann hier einfach wirklich in einem Produkt sehen, was alles passiert. Zusätzlich gibt es noch den Reiter Fremdnummern, der ist gerade für die alten Shop-Schnittstellen relevant, wenn man hierüber ein entsprechendes Mapping macht. Das, wofür man es natürlich noch benutzen kann, ist, wenn ihr jetzt mehr als eine Artikelnummer aus irgendeinem Grund habt, beziehungsweise noch eine Lieferantennummer pro Produkt festlegt, die in einem Barcode vorhanden ist, könntet ihr hier beispielsweise sagen SKU, dann sagen wir einfach 1, 2, 3, 4, 5 und sagen Barcode-Scanner. Das hätte zur Folge, dass wir nicht nur die Artikelnummer 100031 oder eine GTIN, wenn eine gepflegt wäre, scannen können, sondern wir könnten auch dieses Produkt finden, wenn die 1, 2, 3, 4, 5 gescannt wird. Das kann sehr praktisch sein. Ansonsten braucht ihr den Reiter kaum benutzen, außer fürs Mapping für die Shop-Schnittstellen. Im Reiter Cross-Selling könnt ihr entsprechend Cross-Selling betreiben. Das bedeutet, ihr könnt ja alternative Produkte, sage ich jetzt mal, hochladen. Das heißt, ich könnte hier ein T-Shirt mit einem Wolf in Größe L beispielsweise festlegen, speichern und dann hätte man das Cross-Selling schon hinterlegt. Das heißt, das Produkt ist sehr ähnlich. Das sind dann Sachen, die ja ähnliche Produkte, die quasi zusätzlich verkauft werden. Das kann man dann auch je nach Shop darüber schießen. Ich hoffe, das Video hat euch etwas gebracht und wünsche viel Spaß im nächsten Video.